Mein Name ist Barbara Buser, ich bin Architektin in Basel. Ich habe dort die erste Bauteilbörse gegründet und das Bauteilnetz Schweiz. Unterdessen sind wir ein Büro mit etwa 100 Mitarbeitern, die sich vor allem mit Renovationen und Umbauten beschäftigen. Mein Name ist Christine Müller. Ich habe Kunstgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte und arbeite nun als freie Architekturpublizistin. Liebe Barbara Buser, ich möchte gern mit einer ganz grundsätzlichen Frage unser Gespräch beginnen. Wie definierst du einen guten Architekten oder eine gute Architektin? Ja, ich denke, ein Architekt sollte vor allem Dienstleister sein. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmeerscheinungen, die dann wirklich Künstler sind und das auch ausleben können und Entwürfe machen. Aber die große Mehrheit der Architekten sollte eigentlich den Menschen dienen, die eine Wohnung brauchen, die einen Ort brauchen, um zu arbeiten, der Gemeinde, der Community, wie man heute sagt, die eben Orte braucht, die Bauwerke braucht. Und was mich noch interessieren würde, was hat dich überhaupt bewogen, Architektur zu studieren? Welche Erwartungen hattest du damals beim Studienbeginn an den Beruf und haben sich diese Erwartungen auch erfüllt? Ich hatte eigentlich nicht so große Erwartungen. Ich habe geschwankt zwischen Psychologie, Jurisprudenz und Architektur. Und wichtig war mir, nach Zürich zu gehen und an der ETH zu studieren. Da hat mein Vater auch studiert und irgendwie hat mich das gereizt. Er war Bauingenieur und das habe ich mir nicht zugetraut. Also das Einzige, was ich dann da studieren konnte, war eigentlich Architektur. Das heißt, war eher ein Zufallstreffer. Ja, es war natürlich, ich war vorbelastet erblich von zu Hause, weil mein Vater hat immer am Mittagstisch schon erklärt, wie man jetzt diese Brücke baut oder was jetzt gerade dran ist, eine Kläranlage zu entwickeln und solche Dinge. Und das hat mich immer sehr interessiert. Und was macht dir an deinem Beruf am meisten Spaß? Dass, wenn ich Häuser retten kann, wenn ich alten Gebäuden ein neues Leben geben kann, wenn ich sehe, wie die erarbeitet sind von Handwerkern, wie sie gebraucht sind, wie sie Spuren vom Gebrauch aufweisen. Und wenn ich das retten kann, über diese industrielle Bauproduktion hinaus, das macht mir am meisten Spaß. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir haben auch nur vom Ukraine-Krieg, von den Kriegsereignissen sprechen, von unseren Klimaproblemen, die uns bevorstehen oder die wir schon zu spüren bekommen. Möglichen Immigrationen, Klimaflüchtlinge ist ein Thema. Was kann man in der aktuellen Situation als Verantwortung oder Möglichkeiten des Architekten, der Architektin sehen? Also worin liegen die? Ja, also einerseits sage ich in solchen Momenten immer, man müsste mal 10 Jahre jegliche Bauarbeiten stoppen und mal nachdenken, was wir eigentlich tun. Und diese lineare Wirtschaft in einen Kreis bringen. Und zwar auf jedem Gebiet. Also angefangen bei den Planern, bei jedem Handwerk, bei den Architekten natürlich auch, bei den Bauherrschaften, dass die das auch mal realisieren. Ich finde das einfach ein Gebot der Zeit. Und mit Corona konnte man auch plötzlich von einem Tag auf den anderen alles stoppen. Und das würde ich eigentlich für die Bauwirtschaft auch vorschlagen. Das lässt ein bisschen jetzt diese Wiederverwertung an Afrika denken. Afrika, ein Ort, an dem du 10 Jahre, glaube ich, deines Lebens verbracht hast. Wie hat dieser langjährige Aufenthalt in Afrika deine Arbeit geprägt? Also das war total bestimmend für meine Arbeit und vor allem für meine Initiativen. Ich bin ja dann zurückgekommen in die Schweiz und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, mit anzuschauen, wie da Material und Arbeitskraft und Ideen verschwendet werden. Also da wird einfach alles kaputtgeschlagen und neu gebaut und das Neue ist nicht besser als das Alte.
Und in dem Zug habe ich dann auch erfahren, dass es jetzt ein Internet gibt und habe dann die Chance gesehen, dass man eine Plattform bauen kann, wo man eben Bauteile, die für den einen Abfall sind, für den anderen aber ein Rohstoff, dass man die vermitteln kann mittels dieser Plattform. Das ist jetzt etwa 25 Jahre her und die Plattform wird jetzt gerade überarbeitet. Unterdessen gibt es viele solcher Plattformen, eBay und Ricardo, wie sie alle heißen. Aber das mit den Bauteilen ist doch sehr spezifisch und wir möchten, dass das mindestens schweizweit, wenn nicht international vernetzt wird, weil es gibt Bauteile, wo es Sinn macht, die auch über weite Distanzen zu transportieren und andere machten keinen Sinn, aber das muss man dann auch unterscheiden können. Ich habe noch ein Thema, ein Zitat, das sich jetzt darauf eigentlich bezieht, was wir gerade gesagt haben oder was du gerade gesagt hast, dass Mehrwert entsteht nicht durch Neubauen, sondern Investitionen in den sozialen und ökologischen Raum, was ich sehr interessant finde. Ich denke, das Ziel verfolgst du auch sehr zielstrebig und konsequent, auch mit der Denkstadt-Stiftung, die auch auf deine Initiative zurückgeht, wenn ich das richtig und eben die Gründung der Bauteilbörse. Wie hast du überhaupt dieses Thema entdeckt oder wie hat sich das überhaupt ergeben? Eben vielleicht durch Afrika? War das der ausschlaggebende Punkt? Es war auch oder? Afrika, ja, weil Warum ist es dir so wichtig? Ich hatte da 400 Leute, ich habe in Tansania gearbeitet und ich wusste, ich kann keinen einzigen Menschen künden. Also musste ich für jeden den Ort suchen, wo er geeignet ist und wo er eine gute Leistung bringt. Und diese Überzeugung, dass jeder Mensch Qualitäten hat, Talente hat, dass man sie aber finden muss, die habe ich dann mitgenommen in die Schweiz. Und da war ja gerade eine Rekordarbeitslosigkeit. Und das war genau die Situation. Also man musste diese Leute beschäftigen, also man durfte, ja, und versuchen, ein neues Einsatzgebiet für die zu finden. Und das haben wir dann mit der Bauteilbörse haben wir das sehr gut machen können, weil das Retten der Bauteile und das Wiederaufpolieren hat auch dazu geführt, dass das Selbstbewusstsein dieser Menschen aufpoliert worden ist. Und wenn sie dann ein Preisschild an dem alten Bauteil gesehen haben, das plötzlich wieder etwas wert ist, dann haben sie das indirekt auf sich selbst bezogen. Natürlich, dann war ihre Arbeit auch was wert. Ja, genau. Natürlich. Deshalb habe ich dann auf der anderen Seite immer gegen die zu hohen Preise kämpfen müssen für diese gebrauchten Bauteile, weil es im Supermarkt daneben einfach viel billiger gilt. Aber das Billige ist ja nur, weil man billige Arbeitskraft aus China und weiß ich woher importiert. Ja? Und in der Schweiz sind die Löhne einfach so hoch, dass es sich nicht lohnt, in Anführungszeichen, also in Geld, diese Bauteile wieder zu putzen und aufzubereiten und zu verkaufen. Wie könnte man jetzt sagen wir, das Interesse und die Aufmerksamkeit dieser Thematik auch bei Bauherren, bei der Bauindustrie erhöhen? Wie kann man da mehr Response? Also meiner Meinung nach geht es im Moment nur über eine CO2-Steuer. Also dass man zum Beispiel sagt, jeder Mensch darf so und so viel CO2 verbrauchen. Man kann frei wählen, wofür man die brauchen will. Und wenn man es nicht braucht, dann kann man es verkaufen. Das gibt dann die Zertifikate. Ja. Und dann geht es nur über Gesetze. Also das mit der Freiwilligkeit, das haben wir jetzt seit 50 Jahren geübt. Das hat ja gar nichts gebracht. In einem Interview hast du mal gesagt, dass deine Initiativen als eine Art Störfaktor wahrgenommen werden. Jetzt würde mich interessieren, warum Störfaktor oder für wen ein Störfaktor oder wie kann man das ändern? Wie kann man eben die Akzeptanz? Ja, also das hat sich wahrscheinlich mehr auf die ganze Immobilienwirtschaft bezogen. Und indem wir große Landstücke der Spekulation entziehen wir sie auch diesem Wirtschaftskreislauf, der immer höher bewertet und immer mehr Mieten dann auch verlangt und dass man da einfach nicht mehr normal arbeiten kann, sondern nur noch für die Miete arbeitet. Und ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, wem ein Stück Land gehört, für wen man diesen Ertrag erwirtschaften muss. Es ist ein Unterschied, ob das für eine Stiftung ist oder für eine Pensionskasse oder für einen privaten Immobilieninvestor.
Und für die sind wir ein Störfaktor, weil wir verlangen, dass man nicht mehr einfach Wohnungen als Finanzprodukt konzipieren darf, sondern das Land Genossenschaften geben soll und dass die Leute mehr Selbstbestimmungsrecht haben, auch wenn sie nur Mieter sind und nicht Besitzer. So im Kleinen funktioniert das ja mit Mitbestimmungen in Gemeinden auch schon langsam. Ist das hoffentlich auch mal auf größere Dimensionen? Ja, also in Kanton Basel-Stadt, der ist ja sehr klein und ist einer von 26 Kantonen in der Schweiz. Ja. Da haben wir eine Initiative gestartet und sind damit durchgekommen, dass die Stadt kein Land mehr verkaufen darf. Und sie muss es dann an Baurechtnehmer abgeben und das sind oft Genossenschaften. Weil ohne die Genossenschaften wären die großen Städte nicht mehr bewohnbar. Also nicht mehr die Wohnungen nicht mehr bezahlbar. Ja? Also Zürich, Basel, Genf, Bern weniger, aber einfach die großen Städte. Da werden die Landpreise so in die Höhe getrieben, dass man sich das als normaler Arbeiter oder auch Bürolist nicht mehr leisten kann. Das ist ein Problem, das, denke ich, auch Österreich betrifft. Ja. Berlin ist gerade ganz schlagend, da schlägt das große Wellen. Ja. Wie könnte oder müsste ein mögliches positives Szenario für die Zukunft aussehen? Auch eingedenk, dass wir dieses Thema Reduce, Reuse, Recycle bedenken. Ja, ich bin da so in einem Think Tank von der Stadt Zürich und Umgebung, bin ich da engagiert worden, eben um Perspektiven für 2050 zu entwickeln. Und ich denke, da gibt es halt ganz verschiedene Thematiken. Und mein Fall ist ja eben diese ganze Liegenschaftsgeschichten. Und wir haben gesagt, es darf nichts mehr abgerissen werden. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Man kann das ergänzen oder man kann es auch mal aus einer großen Halle ein Atrium rausschneiden. Aber im Prinzip muss man vom Bestand ausgehen. Alles andere ist nicht zukunftsfähig. Und was sich auch immer wieder zeigt, ist, dass die Wohnungen im Bestand, die sind einfach günstiger als Neubauwohnungen, auch wenn es eine Genossenschaft baut. Weil das Bauen einfach so teuer geworden ist. Siehe wieder Löhne in der Schweiz, billiges Material aus dem Ausland. Also irgendwie geht die Rechnung nicht mehr auf. Wie können Gebäude und insbesondere eben bestehende Gebäude unser Zugehörigkeitsgefühl beeinflussen? Ja, ich meine, du sagst es. Es ist einfach so. Wenn man in einer Umgebung aufgewachsen ist, dann sind die Gebäude Identifikationspunkte. Und man kann es natürlich noch verbessern, wenn es so ein Kirchgemeindehaus ist oder ein öffentlich zugängliches Gebäude. Da hat man noch mehr Identifikationsmöglichkeiten damit als bei Privathäusern. Aber schon nur, und wichtig ist vor allem die Erdgeschosszone, dass die noch ähnlich oder gleich bleibt. Es muss nicht alles gleich bleiben, aber es darf nicht alles aufs Mal ersetzt werden. Das finde ich die Totalkatastrophe. Weil eine Siedlung, die neu gebaut wird, das braucht etwa 20 Jahre, bis die so eingelebt ist, bis die Bäume ein bisschen gewachsen sind, bis schon mal die erste Generationenwechsel stattgefunden haben. Und die ersten 20 Jahre sind hart und ja, ist sinnlos, wenn schon ein Quartier besteht. Mhm. Und da kommt noch was dazu. Ich denke auch, die Frauen sind einfach zu wenig präsent in dieser ganzen Bauwirtschaft. Weil ich denke, dass die Frauen einen anderen Ansatz haben und eher aufs Bewahren ausgerichtet sind und denken. Und die könnten vielleicht da eine Bremswirkung haben. Das heißt, du hast das am Anfang schon angedeutet, dass wir es nicht mehr schaffen werden. 2030? Ja, 2030 sowieso nicht. Und das ist ja dann der Tipping Point, wobei das ist ja nicht so klar zu definieren. Ich meine, wir hätten den schon erreicht, aber ist auch witzlos, das zu diskutieren, wann das kommt. Ob es jetzt 30, 40, 50 ist, spielt keine Rolle. Wir müssen einfach entweder diesen Dampfer stoppen oder die Ausrichtung mindestens ein bisschen oder relativ viel, das Ziel muss einfach klar sein. Weil es gibt nicht nur den einen Eisberg, es gibt ganz viele. Das heißt, wir müssen einen sehr guten Kurs fahren. Ja.
Welche Fehler der Vergangenheit sollte man also nicht mehr tun? Also was sollen wir anders machen? Welche sollen nicht mehr wiederholt werden, möglichst? Puh, ja, also einfach dieses ungebremste Wachstum. Und zwar in allem, in unserem Verbrauch, in den Essgewohnheiten, in der Umgang mit Kleidern und auch mit wie viele Kinder man hat. Also ich bin nicht für die Ein-Kind-Lösung von China, die haben sie auch aufgegeben. Aber man muss sich trotzdem überlegen, was verträgt denn diese Erde noch? Eigentlich nichts mehr. Aber es braucht jemanden, der sie rettet. Also ein paar Kinder wird es noch brauchen, die sich engagieren und den Dampfer. Ja, deshalb bin ich so glücklich mit meinen Studenten. Die wollen was anderes. Die haben auch diesen Kurs ganz spezifisch gewählt und die wollen jetzt wirklich, die werden andere Architekten sein als meine Generation. Das ist schön zu hören. Die Nachhaltigkeit von Projekten spiegelt sich eigentlich auch in ihrer Beständigkeit wider. Wir haben es eigentlich schon so angerissen, dass man nicht mehr abreißen sollte. Aber wie erreicht man diese Qualität in der Architektur, diese Beständigkeit? Es muss halt zum Beispiel auch einmal ein bisschen mehr kosten dürfen. Also wenn man massives Holz verwendet, dann ist es garantiert beständiger als diese zusammengeleimten Kompositmaterialien. Kostet aber am Anfang mehr. Ein Eichenparkett, wenn man das über die Lifecycle-Kost vergleicht mit so einem Laminatboden, ist viel billiger schlussendlich. Aber man muss diese Langfristigkeit eben zahlen können und man muss sie auch betrachten. Also es nützt nichts, einfach heute den Preis von einem Laminatboden und einem Eichenparkett zu vergleichen. Dann wird jeder den Laminatboden wählen. Und ja, so gibt es tausende Beispiele. Jedes Material für sich und dann auch noch, wie man das Ganze zusammenfügt. Und in der Architektur gibt es, meinte ich, 2 Spielregeln, die man einhalten muss. Möglichst ein bisschen mehr Raumhöhe zu schaffen, damit es eben nachher flexibel ist für eine Umnutzung. Also es ist einfach im Moment, Bürogebäude zu Wohnen umnutzen, weil die höhere Geschosshöhen haben. Und umgekehrt ist es schwierig. Und das Zweite ist auch die Bodenbelastung. Wenn man da nur aufs Minimum geht, dann ist auch eine spätere Umnutzung schwierig. Wenn man da ein bisschen Reserve hat, wie in den meisten Industriebauten, dann spielt es eigentlich keine große Rolle. Dann haben wir hohe Flexibilität in der Nutzung. Und Flexibilität, das ist nicht ein Wändchen verschieben, weil wenn man da mehr Platz gewinnt, dann verliert man ja auf der anderen Seite. Also das bringt gar nichts. Aber eben hohe Bodenbelastung, eine gute, vernünftige Raumhöhe, das hilft, ein Gebäude flexibel zu gestalten. Also auch hier mehr Beständigkeit im Sinne von vielleicht höheren Ausgaben beim Errichten, aber dafür dann nachher in Betrieb oder auf die Zeit hin, weil eben Gebäude halten Hunderte von Jahren, nicht nur 60 oder auf was jetzt berechnet wird im Moment. Und diese ganzen Abschreibungen, das ist auch ein Riesenproblem, weil wenn in einer Firma ein Gebäude auf 0 abgeschrieben ist oder auf 1 Franken, dann ist es auch in den Köpfen der Menschen nichts mehr wert. Und dabei hat jedes Gebäude noch einen Materialwert. Wir haben in diesem Gundlinger Feld auch die ganzen Gebäude für 1 Franken übernommen. Das war für uns Gold wert, weil wir sind dann zur Bank gegangen und haben gesagt, was sind denn die Gebäude wert? Und die haben das geschätzt auf 4 Millionen. Und dann konnten wir das belehnen und konnten mit diesem Geld von der Bank dann weiterbauen. Und wenn das aber einfach mit 1 Franken in den Büchern steht, dann hat keiner von diesen Managern Hemmungen, das Ding abzureißen. Natürlich. Der Ukraine-Krieg hat uns irgendwie diese Energieproblematik, die ja schon länger existiert, aber die wir immer vor uns hergeschoben haben, eigentlich verschärft in unseren Köpfen zumindest und zeigt uns auch die Dringlichkeit alternativer Konzepte. Wie müsste oder was müsste man persönlich jetzt oder als Gesellschaft tun, um den Energiebedarf zu reduzieren? Ja, auch da gibt es 1000 Hebel. Das muss jeder für sich mal überlegen, was kann ich denn tun? Wie ist meine Lebenssituation? Bin ich am Pendeln 1, 2 Stunden im Tag? Das ist unterdessen fast üblich geworden.
Brauche ich wirklich ein Auto oder kann ich es teilen? Diese Autoshare-Vereine haben ja großen Zuwachs. Oder brauche ich wirklich jedes Werkzeug selber? Kann ich es nicht ausleihen? Und so weiter. Aber das ist eine persönliche Sache. Man kann zum Beispiel den Impact von CO2 kann man sofort halbieren, wenn man weniger Fleisch isst. Oder eben weniger Kleidung neu kauft. Auch da ist es genau dasselbe wie beim Bauen. Also eine gute Jacke, die hält 10 Jahre, wenn man sie nicht liegen lässt im Zug, wie ich. Und das billige Zeug, das steckt man dann in den Kleidersack, hat ein gutes Gewissen. Und in Afrika macht es das ganze Schneidergewerbe kaputt. Das Problem ist halt, dass wir auch durch die Werbung nicht nur neue Kleidung, sondern auch neue Wohnungen, neue Wohngebiete, neue Erholungsräume, ich weiß nicht was, alles vorgegaukelt bekommen und immer mehr wollen. Also man müsste wahrscheinlich wirklich viele müssten einen Schritt zurück machen und keiner will aber eigentlich auf das, was er errungen hat, verzichten. Und keiner will anfangen. Und deshalb glaube ich, es geht nicht ohne Gesetze. Weil wenn alle reduzieren müssen, dann geht's. Aber wenn die einen weiterhin einfach alles brauchen und der andere denkt sich, oh, und ich stehe jetzt da und und ich bin so der kleine Bruder und kriege nichts Neues, das geht dann nicht. Die Schweizerische Abfallverordnung sieht vor, in dieser Reihenfolge Reduce, Reuse, Recycle. Und ich fange jetzt unten an, das Recycling, also die Verordnung gibt es seit 20 Jahren. Das Recycling funktioniert bestens in der Schweiz. Wir sind Weltmeister. Aber es ist ein Downcycling. Also man crasht oder zerdrückt oder zerbricht die Materialien und schmilzt das dann wieder auf mit riesigem Energieaufwand und macht was Neues draus. Das braucht Industrien. Das Reuse, das ist auf der Ebene von Handwerkern, von Architekten, von Bauherrschaften selber. Das ist auch eine große Umstellung, die jetzt unbedingt kommen muss. Und das Reduce, das ist eigentlich auf der persönlichen Ebene. Da müsste jeder bei sich ansetzen. Und das ist dann wieder die Frage, macht man da ein Gesetz draus, damit es eben für alle gleich gilt? Oder eben, wie gesagt, mit der Freiwilligkeit, da habe ich keine große Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Das ist nicht weit her, nein, ich denke, fürchte auch. Als letzte Frage, welche Botschaft hast du für andere Architekten, für Bauherren? Ja, also wenn ihr wirklich etwas tun wollt für das Klima, dann hört auf, neu zu bauen. Und schaut mal an, was wir denn schon haben. Weil es geht um einen Faktor 10. Mit Recycling kann man 3-5% der CO2 sparen, der eingebetteten Embodied Energy. Mit der Wiederverwendung können wir 90% sparen. Also es ist Faktor 10. Und das ist das, was im Moment einfach nötig wäre. Es nützt uns nichts, wenn wir die Gebäude heute kreislauffähig bauen, weil bis das dann wieder zum Kreislauf kommt, ist es schon längst zu spät. Also ich glaube, wir müssen heute uns neu orientieren. Wir müssen heute überlegen, in jedem Gewerbe, in jedem Planungsbüro, wie können wir diesen Kreislauf schließen? Jetzt, nicht in 10 Jahren. Vielen Dank.